Moin Moin und willkommen zurück bei der Forgotten City, bei Alles.Furchtbar.Kommentiert mit mir, dem Daniel. Ja, wir sind beim letzten Mal ein wenig weitergekommen. Wir haben den Bogen, wir haben einen goldenen Bogen vor allem. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, also wir haben dann hier noch wir sind dann hier eingesperrt worden mit dem goldenen Bogen. Wir müssen jetzt hier rauskommen aus dieser Höhle. Diese Höhle habe ich vorher noch nie gesehen. Nichtsdestotrotz, das schaut hier alles ziemlich vielversprechend aus. Ich weiß nicht, was wir finden, aber wir werden versuchen, es zu finden. Und hier gibt es auf jeden Fall mal einen Weg hier raus. Oder zumindest mal... Gucken wir mal, wo wir hier hinkommen. Hier ein sehr tiefer Gang. Ich vermute mal, wir müssen da drüber hüpfen. Das sieht sehr gut aus. Ja, und auch sehr tief. Amphore mit Pfeilen. Da sind nochmal 7 Pfeile hier. Ah ja, okay. Ja, die goldenen Sachen sind dafür da, dass man die mit dem Bogen anschießt. Und dann tragen sie mein Gewicht. So ist das gedacht. Mal das ganze Spiel hier nochmal. Dann kommen wir ja auch wieder hier hoch. So, jetzt habe ich ja schon gesehen, dass es in der Stadt häufiger mal solche Schmetterlinge gibt. Von denen ich nicht wusste, was sie bedeuten. Den Bogen steckt mal weg, besser ist das. Aber ich glaube, die ganzen Bewohner, die erkennen schon, dass ich da einen Bogen habe. Einen Weg in den Palast finden, aha. Jetzt sind wir wo angekommen. Ach, dann finden wir jetzt sicherlich auch die Nevira, oder wie die jetzt heißt. Wohl hoffentlich nicht. Da haben wir auch nochmal Pfeile. Okay, es speichert schon, ich wollte gerade selber speichern. Jetzt wieder. Vielen Dank. Sie bedankt sich bei uns. Wird sie gewesen sein, ne? Bam, jetzt können wir so durch die Gegend kicken hier. Ich glaube, das war die wir gesucht hatten. Der ganze Palast ist versperrt. Alles verrammelt hier. Hier. Da ist noch so eine Figur da hinten. Scheint zu funktionieren. Weg damit. Weg damit. Ja, wen oder was werden wir jetzt finden hier? Wieder rein für die Römer. Und hier gibt es Licht. Im Inneren des Hofes. Das ist hier ziemlich. Das ist die Nevia. Einen haben wir noch hier noch, oder? Der hier. Der ist wohl auch verschlossen.
Die Algen zu Gold machen. Oh, Moment mal. Und Pfeile. Hier entlang. Das würde auch funktionieren. Was wäre denn jetzt, was würde jetzt passieren, wenn ich die Algen zu... Ach so. Dann wäre hier wahrscheinlich nichts rausgekommen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen. Das ist wieder die Fischsoße. Okay, dann müssen wir hier runter. Oh, komm schon. Auf. Ja, es braucht immer 2 Pfeile. So war das hier, ne? Ja, wenn man hier schnell genug ist, dann kriegt man die ja theoretisch weg. Noch bevor die hier irgendwie was machen. Noch mehr Pfeile. Ja. Und weg mit dir. Und hier kommen wir jetzt aber... Moment mal, da kommen wir doch sicherlich auch irgendwie hoch, oder? Oh, oh, da ist ja wieder einer. Kommt hier nicht hoch. Weg mit dir. Ah doch, da. Okay, da kommen wir hin. Ja, auch. Achso, das muss man ja sowieso vergolden. Okay. Mit Controller schießen ist echt nicht so meins. Gut, die anderen werden aufgehalten. Einen haben wir noch hier. Weg damit. Legen sie mal alle da. Sieht so aus, als müssen wir hier hoch. Aber da vorne ist auch noch was. Auch schon Steine. 10 Pfeile, 50 Denare. Gut. Es gibt aber jetzt natürlich dem ganzen Spiel, beziehungsweise den Titel mit der goldenen Regel gleich wieder einen ganz anderen Touch hier, ne? Dass die goldene Regel vielleicht auch das hier mit dem Bogen quasi ist. Ich bin schon dabei. So. Mit Pfeile. Also gut, Pfeile kriegen wir hier ein paar. Oh, das hatte jemand schon mal den Bogen in einer früheren Zeitschleife quasi entwendet. Wäre auch denkbar. Und hier jede Menge
Unsinn veranstaltet. Ups. Moment. Nicht richtig. Und jetzt hier. Wollen wir drauf schießen? Hat wohl jetzt nichts bewirkt. Jetzt mal weg hier, ich brauche mal ein bisschen Platz. Die Vase, die habe ich doch jetzt weggeschossen. Nun. Wollen wir mal reinschießen? Oh, das ist nur eine Markierung gewesen, dass ich hier grundsätzlich halt die Vase ins Wasser schießen muss, damit die Algen dann halt versteinern. Schlüssel zu den Palasttüren. Oh ja, nehmen wir. My beloved Galatea, after I learned the terrible truth about the golden statues, I wandered the city as if in a nightmare. What must life be like for these poor souls, entombed in gold, but kept alive somehow? Trapped in their own personal Tartarus, consigned to eternal torment, too horrific for any sane mind to comprehend. I tried to offer them what small mercies I could. I began to talk to them, to keep them company. I'd imagine backstories for them, give them names, and tell them of the world, of the histories and stories I'd learned as a child. As the others became more concerned by my charity, I sought solitude from them, preferring the company of my tormented charges. Discovering a way into the abandoned palace, I began to spend my days walking its halls and sharing with its occupants ancient tales, my mind turning to those of Apollo and Daphne, Perseus and Medusa, and Pygmalion and Galatea. Pygmalion, the sculptor who fell in love with a beautiful statue, and who, praying to Aphrodite for aid, discovered that his beloved Galatea had come to life. It was then that I heard you whisper to me, Galatea. Forgive me. I know that is not your real name, just one I have borrowed from a story. But when I turned to look at you, I saw the most exquisitely beautiful woman I have ever known. Your face, forever frozen in Gold verwandelt worden, kann das sein? Sadness. Die Our meeting gave me new purpose. To free you from your golden prison, so that I might one day hear you speak, not just whisper your true name to me. So I gathered tools for the long and difficult task ahead, barred the doors to this place, and set to work. Okay. Ich vermute mal ganz stark, das ist das, was mit Scintilla passiert ist. Sie ist hier aus irgendeinem Grund zur Golderstadt, deswegen auch verschwunden, hier in dem Palast drin. Und Nevia versucht hier gerade irgendwie ja, halt ein Gegengift oder, ja, ich sag mal eine. Hier ist das schauen noch Blutspuren aus, hm? Erreiche die oberste Etage die obere Etage des Palasts, okay. Beutel. Hier liegt nichts weiter. Pfeile liegen hier allerdings. Das sieht so aus, als werden wir hier noch...
Da den Gold. Hier doch gar nicht mehr rauskommen, ne? Soweit haben wir es ja schon mal. Die Frage, ist da hinten drin? Oh. Wenn da hinten was wäre... Moment mal, wir lassen das mal. Wir lassen das mal. Ich weiß nicht, ob ich da nicht vielleicht rein wollen würde. Oh! Da will ich gar nicht rein. Will ich vielleicht gar nicht rein? Ich speichere das mal erst dazu. Oh, da ist ja noch einer. Tür? Ist zu, okay. Da hätte man noch gar nicht reingesollt. Alles klar. Dann ist wohl das Ziel hier in dem Raum. Mal speichern. Haben wir mal Pfeile. Ah nein. Kann man gar nicht durch, sondern haben hier wieder einen Weg. Ist der hier schon vergoldet? Schon vergoldet. Also, ich kraxel mich da jetzt entlang. Ach so. So. Hier kommt es jetzt hoffentlich nicht hoch, oder? Töten? Ja, gerne, wenn ihr mal stehen bleibt. Wenn ihr halt mal stehen bleiben würde, dann würde ich das auch tun. Meine Güte. Da ist noch einer. Einer? Okay, jetzt könnte ich sie alle haben. Könnte ich sie alle haben. Ich muss hier runter. Und von hier aus. Wo weiter? Von hier aus nirgendwo weiter. Moment mal, das ist doch schon wieder eine Vase. Was auch immer das jetzt gebracht hat. Bin ich hier oben? Hier so krass. Ach Gott, hier muss ich runter, ne? Hier muss ich runter. Ich will Angst speichern hier. Eine junge Römerin mit erhobenen Armen, als würde sie plötzlich vor etwas Unbekannten flüchten. Ja, hier müsste ich rein. Praktisch. Oder? Vielleicht auch nicht. Da geht's weiter. Pfeile. Die Fischsuppe. Kennen wir mittlerweile schon.
Was ist jetzt mit dem da hinten passiert? Da ist einer ins Wasser gefallen oder was? Und dann zu Golder Stadt? Das wäre natürlich sehr praktisch. Okay. Ja, da war wieder die Vase, die man auch... Angst speichern. Ein großer Ballastraum. Ach, Moment mal, hier ist er noch. Das ist ein Tagebuch, ne? My beloved Galatea, my attempts at freeing these souls from their golden prisons have not been going to plan. My first charge was a Greek woman who I called Iodame after the Athenian turned to stone by Medusa. Drilling through the gold that encased her, I was vindicated by the discovery that beneath half an inch of gold, which is so rigid it must be some kind of alloy, was living flesh. Unfortunately, this golden alloy seems to have fused with her skin, so removing it exposed the sinew and muscle beneath and appeared to cause her great pain. At first, I braced myself, expecting that inflicting such pain would break the golden rule, and yet, somehow, it did not. It seems whichever god is responsible for imprisoning these poor souls does not care about their suffering at all. They are forsaken. Undeterred, I pressed on, working late into the night, attempting to remove the golden layer that encased her as delicately as I could. Eventually, I was able to free most of her body, but when I released her from her restraints, her first act was to lunge for my throat, clawing at me with all her strength in those sharp metal talons. This was my thanks for trying to save her. Whatever possessed Iodame to attack, she was clearly not a suitable subject for my experiment, and I was forced to lock her inside an isolated wing of the palace and bar the door. As I continued working on others, I could hear her flailing and launching herself at the other side endlessly. Regrettably, my other experiments bore similar results, and after relocating a few times, most of the palace is now too dangerous to work in. Still, as much as my heart aches to know that you're suffering, I cannot risk attempting to ungild you yet. Not until I have perfected a method that will bring you back to me, whole in both mind and body, and ensuring your humanity is preserved. I promise you this. One day, my beloved Galatea, my attempts at freeing these souls from their golden prisons have not been going to plan. My first charge was a Greek woman who I called Okay, das haben wir jetzt eigentlich schon gehabt. Ich habe nur versehentlich den Dialog nochmal neu angestoßen. Also, diese Statuen, die uns angreifen, sind quasi von der guten Dame hier ausgelöst, ja? Weil sie hier versucht hat, die Goldschicht da zu entfernen. Dadurch können sie sich wieder bewegen. Oh. Da muss ich aber schon sehr lange damit gearbeitet haben hier. Oh. It seems whichever god is responsible for imprisoning these poor souls does not care about their suffering at all. They are forsaken. Undeterred, I pressed on, working late into the night, attempting to remove the golden layer that encased her as delicately as I could. Ein römischer Militärkommandant, der eine Schriftrolle umklammert, als würde er ein Dekret erlassen. Was auch immer es war leider vergeblich. Warte mal, da bewegt sich doch noch was. Clawing at me with all her strength and those sharp metal talons. This was my chance of trying to save her. Whatever possessed Iodame to attack, she was clearly not a suitable subject for my experiment, and I was forced to lock her inside an isolated wing of the palace and bar the door. As I continued working on others, I
I could hear her flailing and launching herself at the other side Und ich endlessly. hätte natürlich auch hier wieder die Algen da anschließen können. My other experiments bore similar results, and after relocating a few times, most of the palace is now too dangerous to work in. Still, as much as my heart aches to know that you're suffering, I cannot risk attempting to ungild you yet. Not until I have perfected a method that will bring you back to me, whole in both mind Weg mit dir. and ensuring your humanity is preserved. I promise you this. Das ist immer noch einer, oder? Kommt hier noch irgendwas auf mich zugestürmt? Even if I have to free every last statue in this god's forsaken place. Jede Menge Statuen. Also sie hat sich noch nicht an allen vergriffen, aber das ist die Frage, von wem kommt es? Bing. Wird gespeichert. Na dann, wo kommen wir denn jetzt an? Halbgeschälte Statue. Hinter uns. Aha. Das ist hier die Nevia. And you must be the wretched snake who broke into my palace and disturbed my experiments. And worst of all, look at what you made me do to her. This never would have happened if you just stayed away. You're going to pay for that. Wenn ihr mich angreift, sind wir beide in Gold gehüllt. Ja, das ist ja eigentlich richtig, ne? Das hat nichts mit mir zu tun. And you think I care about that? I don't care what happens to me, as long as you get what you deserve. Liar! I locked and barred the gate. I left a message warning you all to leave me alone. I just wanted to do my experiments in peace, for her. And now look at her. You made me turn the most beautiful woman I've ever seen into this. Look at her. She's in agony. All I wanted was to spend my last moments with her, to see her beautiful face, to hear her speak freely, instead of in those cryptic whispers. But as soon as I began my work, she stopped whispering to me. And now I discover she started whispering to you instead. What's so special about you? Ja, diese Statue ist nicht die einzige, es gibt ja viele, ne? What do you mean, the same voice? Yes. I remember when they used to whisper to me. They did sound similar. I just thought it was because all voices sound the same when they whisper. But now that I think about it, they were all benevolent and seemed to share a common knowledge. But if these bodies are mere conduits for that one voice, then this body is nobody. And everything I've done here was... Wait, I see what you're doing. You're trying to steal her away from me. Were you planning to wait until I'd done all the hard work, then swoop in? Jetzt hör doch auf da mit deinen Beschuldigungen. Nein, ich schwöre. Liar! You tried to steal her away from me, and now look what you made me do. Give me one good reason why I shouldn't peel you too. Bin zufällig hier gelandet, ja. What? What are you talking about? Da sind Tunnel unter der Stadt fest und bis auf der Suche nach einem Ausweg im Palast angekommen. So you're saying you weren't Ja, das glaubt sie uns ja sowieso wieder nicht. So I did all this. I ruined her. For nothing. What have I done?
Oh God, I feel sick. I can't bear the thought of her being like this, and in so much pain. It's the air, coming into contact with her flesh. It's agonizing for them. But the only way to fix it will be to break the golden rule and let it run its course. At least that way she'd be golden again, and we'd be together. All it would take is one little cut. Wir könnten sie in Gold einschließen oder das mit Römer behandeln. It's too late. There's nothing you can do. I have to do this. I'm sorry. Kann sie wieder mit Gold bedecken, ja. What? How? Really? I'm not sure I believe you. But if you can undo this mess, I'll tell you what you need to know. But if you're lying to me, I'll break the golden rule and kill you and everyone else in this city. Understood? So, dann würde ich sagen, werden wir beim nächsten Mal fortfahren. Was hier noch passiert in dem Tempel, der hier wirklich sehr creepy ist, das erfahren wir dann beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, ich beeile mich mal, ich pausiere hier mal, nicht, dass ihr hier noch auf dumme Gedanken kommt. Wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen und ja, gehabt euch wohl. Bis dahin, tschüss!